Hallihallo, ich freue mich riesig. Ihr habt eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Und ich freue mich sehr, heute über dieses Pferd mit euch reden zu können. Dazu habe ich schon ein Short gemacht. Und zwar ist das ein Pferd, was alle Hilfen verweigert, sich gegen den Schenkel wehrt, den Ansatz zum Steigen zeigt. Wenn man versucht, sich noch viel weiter durchzusetzen und da versucht, drüber zu trainieren, dann erlebt man, dass das Pferd anfängt zu steigen oder auch zu bocken und sich richtig schlimm zu entziehen. Das heißt also, aus dem Nichts heraus fängt er an, einfach geradeaus weiter, den Schenkel ein bisschen ran und plötzlich geht er in Seitwärtsgänge oder entzieht sich einfach der Situation, will an etwas nicht vorbeigehen oder hier ist es im hinteren Bereich, man biegt nach links ab, ist jetzt ein anderer Reiter drauf, ein sehr starker Sportreiter und plötzlich aus dem Nichts passieren eben all diese Dinge. Hier ist der Ansatz zum Steigen, der gleich noch mal kommt. Genau, wenn man hier jetzt sich durchsetzen würde und die Beine zumachen würde, dann ist das der Moment, wo es ins Steigen kommen würde. Und was er auch plötzlich macht, ist, wenn er noch Stange sieht, no go, I won't do it. So, das sieht immer unterschiedlich aus. Das kann auch mal eine Vollbremsung sein, so dass er vielleicht anfängt, sich noch erst damit zu befassen, aber dann die Stange sieht und aufhört. So, ich freue mich, weil ich kann dir hier Lösungsansätze geben. Und zwar Lösungsansätze mit EBEC, Evidence-Based Equine Communication, eine wissenschaftlich basierte Trainingsmethode für Pferde, die ich entwickelt habe und die ganz sanft ist und ganz schonend, mit der du das Pferd nicht unter Druck setzt, sondern versuchst, einen Lösungsansatz zu präsentieren, dem das Pferd gut folgen kann. Also, wir gehen rein in die Thematik und ich möchte dich bitten, Like, Daumen hoch, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, weil ich nicht heute in dieser Folge alles werde machen können, sondern ich werde das ein bisschen splitten. Es kommen noch ein paar Folgen dazu, damit du das auch richtig umfangreich verstehen kannst und sogar zu Hause nachmachen kannst. Das Erste, was ich dir zeigen möchte, ist, man redet ja viel im Pferdetraining davon, dass man sich durchsetzen muss, dass das Pferd Sachen machen muss, die man auch angefangen hat, dass er nicht damit durchkommen darf, eine Aktivität abzubrechen. Also sagen wir mal jetzt dieses Verweigern am Sprung, mach die Beine zu oder mach irgendwas. Viele sagen ja auch, okay, hau mal drauf. Ist wissenschaftlich untersucht nicht zielführend. Umso mehr Stress und Druck du applizierst oder umso mehr Stress du für das Pferd bereitest, umso weniger stark wird das Vertrauen in dich selber, also in dich als Person. Und umso unsicherer wird er natürlich. Und umso mehr Angst bekommt er vor der Konsequenz und umso früher fängt er an, Schwierigkeiten zu machen. Und jetzt ist man in so einem Strudel drin, aus dem man gar nicht mehr rauskommt. Jetzt sage ich dir aber, wie du aus diesem Strudel herauskommst. Also, like, subscribe and let's get into it. Das hier sind die EBEC-Ethogramme, die ich an meiner Hochschule entwickelt habe und die eine wichtige Basis sind für Training und Ausbildung. Wir lesen also in den körperlichen Signalen des Pferdes ab, was das Pferd empfindet oder worüber es nachdenkt. Du möchtest in Training und Ausbildung, vor allen Dingen auch im Korrekturtraining, wie in diesem Fall, weil das Pferd kann man ja überhaupt nicht ausbilden. Das hat im Prinzip so keine Chancen auf eine sportliche Karriere, ist ein gut gezüchtetes Springpferd und im Grunde genommen chancenlos, weil die Reiter es gar nicht richtig ausbilden können. Und du willst in dieser Ausbildung und in diesem Korrekturtraining auf keinen Fall Stresshormone im Organismus haben wie Cortisol oder Adrenalin, die das Lernvermögen des Pferdes blockieren. Ist wissenschaftlich nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber
es kann nicht so gut mitdenken, es kann die Informationen nicht gut verarbeiten. Und diese Ethogramme sagen dir, was im Pferd los ist. Sagen wir mal, wir sehen, dass der Schweif, ich präsentiere einen Reiz, zum Beispiel den Sattel oder den Schenkel, jetzt gerade wenn wir einfach so auf der Geraden reiten, und du würdest sehen, dass sich der Schenkel oder beim Anreiten vom Sprung so verändert, dass sich der Schweif so verändert bei der Präsentation dieses Reizes, dann weißt du genau, worum es geht. Auch hier, auch hier. Zum Beispiel, manchmal kann etwas sein nach Insekten schlagen, da komme ich gleich noch mal drauf. In diesem Video zeige ich dir, wie wir solche Faktoren ausschließen können, oder du, wenn du das nachmachst, oder ihr. Aber es kann eben auch sein Aggression, es kann sein Angst, es kann sein Besorgnis. Und du willst über diesen Punkt, wo die Ethogramme enden, nicht hinausgehen, weil dann steigert sich das Verhalten des Pferdes. Also wenn du darüber hinausgehst, sprich, du jetzt noch mehr, der präsentiert schon das und jetzt machst du noch mehr Druck, dann muss er sich ja mit noch mehr zur Wehr setzen als nur mit einem Schweifschlag. Dann kann es eben halt, wie eben in diesem kleinen Clip gezeigt, auch zum Steigen kommen. Und darüber willst du nicht hinaus. Das heißt, da musst du den Reiz weniger stark präsentieren. Du kannst einmal reingucken in das Video, was ich gemacht habe bei der EBEC-Pyramide über die Lerntheorien. Es kommen aber auch noch Videos zu den Lerntheorien. Also bitte Glocke aktivieren, unbedingt, damit du die nicht verpasst. Das haben die Mitglieder in meinem Kanal sich gewünscht, und zwar etwas zum Thema Bestrafung. Geht Bestrafung überhaupt beim Pferd? Ist Bestrafung überhaupt sinnstiftend beim Pferd? Dazu kommt ein Video, wer Mitglied ist. Übrigens, wir haben 2 Gruppierungen, Pferdefreund und Trainingspartner. Kannst ja mal reingucken. Dann kannst du mitbestimmen, welche Themen kommen, und ich kann auch Videos von dir analysieren. Je nachdem. Kannst ja mal reingucken, wenn es dich interessiert. Aber für jetzt ist erstmal ganz wichtig, abzuspeichern. Im Rahmen der Lerntheorien darf ich natürlich den Reiz nicht entfernen, wenn das unerwünschte Verhalten gezeigt wird. Aber vielleicht muss ich den auslösenden Reiz, der für das unerwünschte Verhalten verantwortlich ist, etwas geringer präsentieren, so dass das Pferd das besser verarbeiten kann. Und wie das geht, zeige ich dir, weil so haben wir das Pferd umtrainiert. Das haben wir auch eben gesehen in dem Video. Das heißt also, wenn hier ein alarmierender Reiz unter oder neben dem Pferd ist zum Beispiel, also das ist die Alarmbereitschaft des Pferdes, die kannst du hier ablesen. Wenn jetzt die Stange vor dem Sprung oder der Sprung sich präsentiert und das Pferd davor ist, dann passiert eben halt genau das, einmal den Kopf runter, dass er den angucken kann und dann sagt, okay, nee, das mache ich nicht. Krass, das ist viel zu gefährlich. Das könnte mein Leben bedrohen. Vielleicht, weil er eine Erfahrung gemacht hat, dass mal Beine zusporen dran, vielleicht auch ein Peitschenhieb oder so. Und jetzt hat er Angst gekriegt davor und jetzt geht er dann nicht mehr dran. Umso höher man Strafreize dann präsentiert, umso schlimmer wird das Verhalten. Gut, was haben wir also gemacht? Du willst gerne Lösungsansätze. Ganz wichtig, das Pferd ist komplett untersucht worden. Der hat keine Probleme im Rücken. Der hat keine Probleme mit den Zähnen. Der hat keine Kanten, keine Zacken. Der hat ein gesundes Maul. Der ist super gefüttert. Der ist super gesund. Der hat einen Sattel, der ist angepasst. Der hat das perfekt angepasste Gebiss. Es spricht körperlich, tiermedizinisch, chiropraktisch, physiotherapeutisch nichts dagegen, das Pferd zu trainieren. Warum können wir dessen auch so sicher sein? Weil wir mit Hilfe von EBEC, mit der Anwendung der Lerntheorien aus der Perspektive des Pferdes, das Pferd erfolgreich haben umtrainieren können. Wäre ein körperlicher Schaden, ein physischer Schaden vorhanden, dann wäre das nicht zielführend gewesen und wir hätten es nicht umsetzen können. Natürlich sorgen wir für eine gute Gymnastizierung, all die Sachen, da gehe ich noch drauf ein. Das ist ja das erste Video zu dem Pferd. Ich mache ein zweites, kommt am Freitag und um 18 Uhr. Und das wird auch ganz spannend, weil da integriere ich auf jeden Fall die Arbeit an der Doppellonge und erkläre auch ein bisschen was dazu. Also, die Ethogramme leiten uns dadurch, wie viel Druck wir ausüben dürfen, um das Pferd in Balance zu halten und das Pferd in einem Status zu halten, in dem er produktiv mitarbeitet und Informationen verarbeiten kann, die er als gefährlich einstuft
und als ungefährlich einstufen sollte. Ein Springpferd darf keine Angst vor Stangen haben oder dem Reiter oder dem Schenkel. Er muss das Wohlwollen als ein Kommunikationstool abspeichern und daraus die Information ziehen, was soll ich machen? Soll ich jetzt abspringen? Soll ich jetzt angaloppieren? Am Zügel? Soll ich jetzt durchparieren? Das muss möglich sein. Und bei diesem Pferd sind wir jetzt erstmal auf Punkt Null zurückgegangen und gucken uns an, auf welche Reize er wie reagiert. Hier stellen wir das Pferd erst einfach mal nur in die Halle. Wunder dich nicht bei den Videos. Ich habe manchmal andere Sachen an, andere Leute sind dabei und so weiter. Ich habe das Pferd über einen Zeitraum von 10 Tagen trainiert. Das heißt, ich habe das jetzt hier aus allen Tagen Szenen zusammengeschnitten, um dir den Ablauf zu zeigen. Das heißt also, das ist ganz am Anfang. Wir stellen das Pferd einfach mal in die Halle. Das ist die Halle, in der wir trainieren wollen. Pferde lernen emotionsgebunden, ortsgebunden. Das heißt, wir belasten erstmal diesen Ort positiv. Hier passiert nichts, hier streichen wir dich. Hallo, wir sind's, die von der Andrea Kutscher Akademie. Du wirst jetzt mit EBC trainiert. Und bei EBC bleibt alles immer ruhig. Du wirst keine Angst haben. Come into our team. Und das ist das Erste, was wir gemacht haben. Warum ich die Szene hier einspiele, ist, du siehst, wenn ich hier anfange, wie hoch die Halslinie ist. Das Pferd guckt ja jetzt nicht besonders happy, ne? Man sieht schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Alarmbereitschaft, aber ich bin lieber auch woanders als hier. Gut, das heißt, hier haben wir mal angefangen, uns vorzustellen, kaum merkt er, dass man lieb ist auf der anderen Seite, da nichts Böses will und ihn nicht bedrohen wird, kommt auch die Halslinie direkt ein bisschen runter. Dann haben wir erstmal einen Sattel drauf gemacht. Und da haben wir so einen kleinen Trainingssattel, den wir entwickelt haben. Mit dem reiten wir auch die Pferde an. Der ist nicht zum Reiten geeignet, den haben wir mit der Firma Stübben entwickelt. Der ist einfach nur, um zu gucken, was sind die verhaltensauslösenden Reize, die ein unerwünschtes Verhalten im Pferd auslösen. So klein runter, hier waren wir so überrascht. Ist ja Wahnsinn, mit dem kleinen Sattel lösen wir Bocksprünge aus. Das ist ja ein Reitpferd, der ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren unterm Sattel. Das heißt, der ist ja schon in Training und Ausbildung. Und ein Pferd sollte eigentlich mit dem Sattel, wenn man den drauf macht, kein Abwehrverhalten zeigen. Weil Bocksprünge sind und dieses Kopfkreiseln, da kannst du mal in ein Video reingucken, in dem ich das erkläre. Da erkläre ich, dass das Frustration und mangelnde Kommunikation ist, gehört auch zu den Ethogrammen. Und das mit so einem kleinen Sattel. Ich will den Reiz so klein wie möglich bauen. Das heißt, ich habe jetzt extra keinen Reitsattel genommen, weil der Reitsattel ist ja doch noch viel größer, ja. Selbst wenn ich die Bügel abmache. Die Sattelblätter flattern rum und es ist viel Gewicht. Aber dieser Sattel, der hat keinen richtigen Baum, darf man natürlich nicht drauf reiten. Der sitzt natürlich nicht super wie jetzt ein richtig gemachter Reitsattel. Aber es geht nur um das Gefühl, da liegt was auf dem Rücken und ich habe einen Gurt. Und da dürfte eigentlich nichts ausgelöst werden. Wenn du ein Pferd hast, was jetzt nicht so wenig bockt mit dem Sattel wie hier, sondern richtig stark bockt, ja, dann stufst du noch eine Stufe weiter runter und gehst auf einen Longiergurt über und guckst, ob der verhaltensauslösend ist. Du darfst das Pferd nicht treiben oder jagen, einfach nur frei machen und gucken, was er damit macht. Normalerweise sollte er, das zeige ich gleich im Video, was er machen sollte, ganz ruhig weggehen, damit total zufrieden sein. Ist der hier nicht. Also, wir brauchen jetzt nicht extra einen Gurt nehmen, weil dafür ist das Abwehrverhalten nicht stark genug. Aber er hat ein Thema damit. Also, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir eine Bestandsanalyse gemacht und wissen, okay, mit dem Sattel ist er nicht zufrieden. Darum müssen wir diesen kleinen Sattel erstmal positiv belasten. Was wir jetzt machen ist, wir sehen viel dieses Schweifschlagen bei dem Pferd und wir haben viele kleine Mücken immer gehabt, also machen wir Fliegenspray drauf. Das machen wir wohlwollend mit so einem Handschuh und zwar deshalb, weil wir jetzt nicht den ärgern wollen, ja. Wir wollen jetzt nicht mit der Sprühflasche besprühen. Das kitzelt ja immer, ist ein bisschen unangenehm. Kann man beim trainierten Pferd machen. Ist halt ein kurzer Moment, den die nicht so lieben, weil das kitzelt auf dem Fell wie Fliegen.
Und dann sind sie nicht so happy und ich will den jetzt super happy haben. Wenn du jetzt eben nämlich schon mal gedacht hast, okay, das ist ein bisschen feucht, das Pferd, und glänzt so, dann ist der nicht geschwitzt, der ist noch nicht ohne Kamera jetzt müde gemacht worden, sollte man auf keinen Fall machen. Ich brauche einen ganz wachen Geist, der ist nur glänzend von diesem Fliegenspray. Das heißt also, wir haben den überall ganz liebevoll damit eingestrichen. Biorepel haben wir hier genommen, habe ich nichts mit zu tun. Nur, dass ihr das wisst, was ich da genommen habe. Das ist, wo dieser Handschuh herkommt. Und ich kann das nicht beurteilen, das Mittel, aber das haben wir hier in dem Fall gemacht und ihn sehr liebevoll damit eingestrichen. Und jetzt sieht man auch beim Streicheln, das mögen die gerne, dass er damit natürlich auch happy ist. Und ich auch. Oh, Happy Horse, Happy Andrea. Okay, so. Wir können also jetzt ausschließen, dass wir irgendwas mit Fliegen zu tun haben, wenn wir Schweifschlagen sehen. Dann ist es unser Reiz, den wir präsentieren, der ein Verhalten auslöst, was das Pferd sich nicht wünscht. Mal bitte darauf achten, das ist jetzt Caro hier, die Lehrgänge der AKA belegt hat. Man kann sich ausbilden lassen bei uns als IBEC-Trainer und die Lehrgänge belegt hat für ihr eigenes Pferd. Und schaut mal, wie ruhig unsere Bewegungen sind. Ruhig, zart. Und jetzt guck mal, wie die Halslinie und all das des Pferdes schon jetzt ist. Hier ist es wieder ganz kurz beunruhigt. Es hängt manchmal ein bisschen, das Video ist nicht schlimm. Das ist, weil das eine hohe Datenübertragung ist. Das ist ein ziemlich großes Video. Und aber wir bewegen uns gleich liebevoll. Das Pferd steht da ganz ruhig. Jetzt ist die Halslinie viel weiter unten. Ich gucke jetzt gerade noch mal, ob ich das Video von eben finde. Hier, guck mal, wie hoch da insgesamt noch das Pferd ist. Da, also viel höher. Und jetzt auch, wenn man rumgeht, auf die andere Seite ist auch jetzt beim Sattel noch ein bisschen besorgt. Aber hier in dem Video steht er jetzt schon viel entspannter an diesem Ort und lässt sich von uns das Material drauf machen. Ich spule mal ein bisschen vor. Jetzt wird gegurtet. Alles noch sortiert, unser kleiner Trainingssattel. Warte, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, weil da kommt nämlich, achte mal auf den Schweifschlag. Auf solche kleinen Signale kann man achten. Das ist Kommunikation vom Pferd. Die haben nur ihre Körpersprache, um sich uns mitzuteilen. Alles, was wir an hohen Reizen präsentieren, ist zu hoch, um im Gehirn die Informationen zu verarbeiten, dass dieser Stimulus, dieser präsentierte Reiz in Ordnung ist und dem Pferd eigentlich keine Besorgnis geben sollte, weil es wird jeden Tag gesattelt, jeden Tag geritten, da setzen sich Reiter drauf, es kriegt noch ganz andere Aufgaben, die es verarbeiten muss, und du fängst immer an, den kleinsten gemeinmöglichen Nenner zu finden, dem das Verhalten noch zufrieden ist, und steigerst dich in langsamen Bewegungen dahin, bis du eine Verhaltensantwort der Besorgnis vom Pferd hörst. Und hier hast du gerade eine kleine Schweifbewegung gesehen. Achtung, ich gehe noch mal ein kleines Stück zurück. Wir bewegen uns so langsam, aber jetzt wird gegurtet. Das heißt, wie man das sagt schon was. Das ist jetzt kein Grund, dass wir es unterbrechen, aber wir wissen, wir sind am richtigen Punkt, an dem wir arbeiten. Brauchst du jetzt nicht dahinstellen, so am Schweif gucken. Das ist jetzt in so einer Videoanalyse einfach und ich bin trainiert, auf jede Geste zu achten. Und es bedeutet einfach nur, okay, das ist das Signal gewesen, das ist das wurde zu schnell gemacht, zu hart gemacht, vielleicht konnte er das nie richtig verarbeiten. Und jetzt geben wir ihm die Information, guck mal, wir machen das, uns passiert gar nichts. Pferde haben nur eine Motivation, die Abwesenheit von Angst. Und das wollen wir sicherstellen. Und das machen wir hier. Wir bewegen uns langsam in dem Tempo des Pferdes, sukzessive. Jetzt gurte ich noch mal nach.
eine Runde geführt. Der Schweif ist ganz ruhig. Guck, da kommt's wieder. Kaum greife ich dahin. Das heißt, wir sind genau am richtigen Punkt und den dürfen wir jetzt nicht übersehen. Das ist so, als ob ein Schüler in der Schule in der 2. Klasse ein Problem hat mit irgendwelchen Rechenaufgaben und durchgepusht wird, ohne dass das nochmal korrigiert wird und ohne dass der Schüler richtig lernen kann, wie diese eine mathematische Aufgabe geht. Und jetzt macht er weiter, kommt irgendwie durch, aber später wird ihm das immer wieder vor die Füße fallen, weil er das nicht kann. Und da muss man eben halt nochmal zurück und muss nochmal Dreisatz üben. Okay, so ist es hier auch. Natürlich kann man den einfach gurten und das Zeug da drauf knallen, alles zumachen und sagen, okay, go for it. Aber es kann dir passieren, dass du dann ein Pferd produzierst wie das, was wir hier haben. Und Korrekturtraining ist immer aufwendiger, als es gleich richtig zu machen. Hier denkt mein Team gerade, dass ich Doppellonge machen will, aber ich will erstmal das Pferd frei machen und gucken, ob er sich jetzt wohlfühlt mit dem Sattel. Beim ersten Mal ist er direkt losgesprungen und hat diese Boxsprünge gemacht. Ihr wollt bitte nicht, wie man das früher gemacht hat, die Pferde im Kreis treiben und jagen. Es kommt dann zu diesem Kopfkreiseln, das ist eine Frustrationsgeste, oder es kommt zum Lecken und Kauen. Ihr wollt keine Hilflosigkeit im Pferd auslösen, sondern ihr wollt mit dem Pferd kommunizieren und mit dem Pferd zusammenarbeiten. Ich gehe hier noch einmal zurück. Interspezifische Kommunikation. Habe ich ein Video zu. Das ist Gruppe 1. So wie ich da stehe, das Pferd angucke und mit ihm mitgehe. Langsames Tempo. Das heißt fürs Pferd angeborenermaßen losbewegen, bewegen, beschleunigen. Dann drehe ich mich ab. Das ist die zweite Gruppe. Die sagt dem Pferd, komm, verlangsamen, bei mir bleiben. Ich habe ein Video dazu, IBEC-Pyramide 2. Das Video 2 in der Playlist IBEC-Pyramide und das dreht sich rund um die interspezifische Kommunikation. Da kannst du mal reingucken, da erkläre ich auch, warum man die Pferde nicht frei treiben sollte. Super! So, ich habe die Trainingseinheit damit schon beendet und habe das Pferd abgesattelt und auf den Paddock gestellt. Das heißt, er hat jetzt eine qualitätsreiche Auszeit. Und das mache ich auch gerne mit dem Pferd zusammen. Nichts mehr fordern, einfach nur sagen, verarbeite diese Information. Pferde sind hochintelligent und die brauchen die Möglichkeit, wenn sie aus einem unerwünschten Verhalten eine unerwünschte Verhaltensantwort auf einen Reiz gegeben haben, dass sie das auch korrigieren können. Und wenn sie es korrigiert haben, also sprich, wenn Sie die erwünschte Verhaltensantwort gegeben haben, in diesem Fall ruhig mit dem Sattel losgehen, kein Abwehrverhalten zeigen und zu mir kommen, dann muss ich Ihnen in irgendeiner Form mit der positiven Verstärkung signalisieren, das hast du gut gemacht, denk mal drüber nach, verarbeite das mal, das hast du toll gemacht. Und das kann man machen, indem man das Pferd dann zum Beispiel aus der Trainingssituation im richtigen Moment rausnimmt und dann auf den Paddock stellt und ihm eine coole Zeit gibt. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich das mit dem Pferd mache, weil I just love horses. Also ich den auf den Paddock stelle, ihm eine coole Zeit gebe und manchmal bin ich einfach so gerührt und so bewegt, durch welche Lernprozesse die durchgehen müssen, dass ich mich dann da noch ein bisschen hinsetze und auch reflektiere. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist bestimmt eins der wichtigsten Sachen im Training von Pferden mit IBEC, weil man selber wahrnehmen muss was habe ich für Reize präsentiert, was habe ich gemacht und das Pferd wahrnehmen muss, wie hat das darauf geantwortet und wie ist das damit umgegangen. Okay, Take-Home-Message. Und am Freitag, 18 Uhr, kommt das nächste Video. Wie es weitergeht, nämlich zum Beispiel mit der Doppellonge, mit der Gymnastizierung. Wir brauchen ja jetzt auf diesem Pferd in der nächsten Einheit einen großen Reitsattel. Wir brauchen eine Trense und wir müssen das Pferd gymnastizieren. Wir machen keine Einzellonge, mehr dazu im nächsten Video. Ich freue mich riesig. Bitte, bitte, wenn du bis hier geguckt hast und dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall bitte, bitte Like, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Das war's von Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Tschüss!